Wir nehmen mal Finks. So, und hier unten seht ihr schon, habt ihr das Board, wo ihr die Pokémon habt. Wie gesagt, wenn ihr drei 1-Sterne habt, wird es zum 2-Sterne. Und wenn ihr insgesamt 9 1-Sterne habt, dann wird das zu 3 Sterne. So, wir nehmen erstmal Finks. Ich gucke erstmal, wie gesagt, es gibt natürlich auch verschiedene Builds, die man bauen kann. Aber am Anfang kauft man sich eigentlich so ein bisschen von allem etwas. Einfach um zu gucken, in welche Richtung der Build noch gehen soll. So, Moment, ich muss mal meinen OBS wegmachen. Das stört mich gerade. So. Tag 14 im Krank zu Hause, aber Montag geht es wieder arbeiten. Freue mich schon, kein Scherz, liebe meinen Job. Das freut mich zu hören, Steffi. Das ist sehr schön. Mach mal den Ingame-Sound ein bisschen lauter. So, erste Runde gegen den echten Spieler haben wir gewonnen. Ihr seht schon, es ist in China. Das ist, ich verstehe hier nicht so viel von, aber das sieht geil aus. Wo kann man das spielen? Das geht nur auf dem chinesischen Pokémon Unite Servern. Wir nehmen mal, ja, wir rollen mal. Oh, das Münzamulett ist extrem stark. Münzamulett, einer der besten Gegenstände am Anfang, die man mitnehmen kann. Ich glaube fast. Also ich tendiere gerade ein bisschen zu Pflanze. Wir nehmen mal noch sicherheitshalber einen Tank mit. So, den Tank nehme ich auch gleich nach vorne, damit wir halt ein bisschen mehr aushalten. Freue dich auf die Direct-Ja-Tests. Ich hoffe, dass sie, wie gesagt, es gibt Leaks aus China, die sagen, dass Pokémon Unite, so wie es in China ist, also auch mit diesem Spielmodus, ab dem 27. wohl global eingesetzt wird. Das wäre natürlich geil, weil ich liebe Teamfight Tactics. Lese ich da Pokémon und Bubu? Hi Kosu, wie geht's dir? Seht, das gibt's wahrscheinlich nur im Android Store. Umständlicher, bitte geh von mir. Genau, Flickvlog, das ist der Sinn dahinter, ja. Die entwickeln sich, wenn ich dreimal in Stufe 1 habe, zum Beispiel Glumanda habe ich dreimal, entwickelt sich zu Glutexo. Wenn ich es insgesamt 9-mal habe, entwickelt sich zu Glurak. Die haben natürlich dann auch neue Attacken, neue Fähigkeiten. Dann gibt es auch ultimative Fähigkeiten, aber heute zeige ich euch erstmal das Grundspiel. Wenn ihr dazu Fragen habt, immer raushauen. Wie gesagt, ich verstehe auch kein Chinesisch. Ich habe mich jetzt aber ein bisschen reingefummelt natürlich, weil ich da jetzt schon, keine Ahnung, 10 Stunden drin gezockt habe. Ich habe auch ein paar Leaks bekommen, auch sowas wie Anton-Rennen. Ich habe gesehen, es gibt auch Minigames, ja. Leute, ich glaube, wir gehen auf Pflanze. So, ich habe mich entschieden, es wird die Pflanze. So, und dann nehmen wir noch den Kollegen. Das kriegt erstmal er. Anton können wir auch verkaufen. Wir gucken mal. Wir rollen mal nochmal neu. So. Ja, ihr seht halt auch, welche Pokémon es gibt. So, wir können ja sogar versuchen, Bisasam auf Stufe 3 zu bekommen. So, nicht wundern, ich habe mir schon ein paar Builds zusammengestellt, was man gut testen kann, wie das Spiel ganz gut funktionieren könnte. Lege ich mal vor, was machen die Trades? Ich habe hier schon, wie gesagt, hier sind die Gegenstände, hier sind die Trades. Zum Beispiel, ich will jetzt auf Pflanze gehen, dann siehst du hier, zweimal Pflanze regeneriert 1% HP alle 3 Sekunden, 2 Stacks von dem Pflanzending. Ich habe da schon, ich bin da halt so tief drin. So, oh ja. Okay, wir haben aber noch keinen guten Tank, das heißt, wir müssen erstmal ihn benutzen. Klaustrophobisch, vielen Dank für den Prime im 10. Monat, vielen Dank und guten Morgen, ich hoffe, dir geht's gut. Das wäre meine nächste Frage, auf was hoffst du, dass das hier global eingesetzt wird? Weil aktuell gibt es nur in China, das heißt, es ist relativ umständlich, sich das zu installieren. Man muss quasi das chinesische WhatsApp sich runterladen, das heißt WeChat. Dann musst du auf dem Emulator musst du auf die chinesische Webseite von Pokémon Unite dann installieren und dann mit dem chinesischen WhatsApp gemeinsam das konfigurieren und dann kannst du es auch spielen auf Chinesisch. Das ist, wie gesagt, wenn ihr daran Interesse habt, kann ich dazu gerne ein YouTube-Video machen. Das ist ja ein kurzes, knackiges Video. Aber ich wollte heute erstmal gucken, ob ihr das generell feiert, erstmal das Spiel. So, jetzt haben wir, jetzt hat sich schon entwickelt zu Keifel. Wir lassen es auch so, wie es ist. Wir leveln mal hoch, damit wir auch noch unser anderes Pflanzen-Pokémon nehmen. So, das Münzamulett gehen wir mal auf Bisaknosp und mit Bisaknosp gehen wir auf jeden Fall auf die andere Attacke. Wie gesagt, ihr seht hier auch die Attacken. Da muss man sich ein bisschen reinfummeln, weil die sind nicht unbedingt besser, nur weil sie sich erst später freischalten. Da muss man mal ein bisschen gucken, welches einem besser gefällt. Wenn das Global kommt, bin ich direkt drin. Ich auch. Ey, Social, ich bin ja schon drin, wenn es auf Chinesisch ist. Hoffe so auf Pokémon Schwarz-Weiß Remake, ich auch, ja. Oder Let's Go Johto. Aber ich muss... Oh, Pflanze. Okay, das Spiel sagt uns, wir sollen auf Pflanze gehen.
Dann bauen wir mal schön auf Pflanze. Ja, ich hoffe halt, also, was ist denn das, was ihr hofft von der Pokémon Direct jetzt am 27.02.? Worauf hofft ihr? So, wir nehmen Bisasam mit, weil vielleicht gehen wir sogar noch auf Stufe 3, also auf Bisaflor. Das ist halt nur die Frage, wir müssen mal gucken, ob jemand anderes noch auf Pflanze geht. Er hat nur Bouts. Es sieht aus, als ob keiner auf Pflanze geht. Ah, aber okay, er hat nur Leafeon. Okay, Leute, wir haben keinen Gegner, der auf Pflanze geht. Das heißt, dass wir auf Pflanze gehen können. Das heißt, ich würde sogar sagen, wir gehen auf Bisaflor. Müsste funktionieren. Pokémon ZA, Gen 10 und Remake Johto. Okay. Let's Go Johto wäre nice, ja, hätte ich auch Bock. Auf sinnvolle News und neue Spiele. Letztes Jahr war ja ein Mega-Flop. Ja, aber es ist, finde ich, gar nicht schlimm, dass sie sich jetzt ein bisschen Zeit lassen für die Spiele, weil dieser Pokémon Generation 9 war halt echt ein Schuss für mich in den Ofen. Ich fand es gar nicht geil. Und ich glaube, Pokémon hat und Nintendo haben jetzt auch gesehen, fuck, es gibt andere Pokémon-ähnliche Spiele, wie zum Beispiel Palworld, die wirklich sehr geil sind. Deswegen hoffe ich ja darauf, dass sie gesehen haben, oh Kacke, wir müssen uns ein bisschen mehr anstrengen, damit wir noch konkurrenzfähig sind. Deswegen ist meine große Hoffnung, dass sie sich jetzt mehr Zeit für die Spiele lassen, aber dafür, dass sie mehr Liebe reinstecken und dass sie besser sind. Das ist meine große Hoffnung für Pokémon. Und ich hoffe auf ein Pokémon Let's Go Johto, also wie Pokémon Let's Go Pikachu Evoli, halt nur in der zweiten Generation. Gen 9, Pokémon Legend ZA, Leaks wären geil, also neues Gameplay, dass man ein bisschen die Fangmechanik sieht, ein bisschen Grafik, wie die Performance vielleicht ist. Und auf jeden Fall, dass Pokémon Unite auf dem chinesischen Stand global eingesetzt wird. Das heißt, dass wir quasi auch Zugriff auf diesen Modus hier haben, weil das ist der Modus, den ich totsuchten werde, wenn das kommt. Wenn das global ist, also ich spiele ja selbst jetzt schon stundenlang jeden Tag, obwohl es doch chinesisch ist, obwohl es halt für mich viel probieren ist, viel experimentieren, viel austesten, bin ich da voll drin in der Sucht. Hey Trix, moin, wie geht's dir? So, okay, ein paar Bisasams wären gut. Oh ja, den nehmen wir mit. Die steigert den Spezialangriff. Also, falls ihr wissen wollt, woher ich das weiß, wenn ich hier auf Held Items gehe, kann ich auf den gehen. Plus 70 Move Damage Exclude Special Moves. Also plus 70% Schaden von seiner Giftattacke. Ist geil, nehmen wir mit. Information zu ZA, ein Remake oder Let's Go und bitte kein Gen 10, also noch nicht. Pokémon TFT global auch gerne. Loco, hast du von dem Spiel schon irgendwas gesehen oder siehst du es jetzt gerade auch das erste Mal? Weil wie gesagt, bei mir Fandumas, deswegen geht nochmal große Liebe an Fandumas raus. Der hat mir das Spiel gezeigt, ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Der hat mir das gezeigt, hat gefragt, ey, wusstest du schon, dass man das über die chinesischen Server spielen kann? Hat er mir geholfen bei der Installation und seitdem bin ich süchtig danach. Bei dir jetzt, okay. Okay, ich glaube sogar, wie gesagt, ich würde fast sagen, dass ich den 27.02. noch abwarte, was da für News kommen, weil wenn das quasi nächste Woche schon auf Deutsch ist, brauche ich dazu ja kein Tutorial machen, wie man es auf Chinesisch spielt. Deswegen glaube ich, warte ich noch ein paar Tage, gucke, was bei den Nintendo Direct kommt und ansonsten würde ich dann ein Video hochladen, wie quasi jeder das spielen kann, auf Chinesisch leider, aber halt mit den ganzen, also halt auch mit den ganzen Held-Items. Und ich kann ja mal einen kleinen Spoiler raushauen. Ich weiß nicht, wer von euch Mobalytics kennt. Der Fandumas und ich, wir arbeiten gerade an einer Webseite, wo quasi Pokémon Unite, Pokémon TFT gut drin erklärt wird. Will ich aber noch gar nicht zu viel zu sagen, weil ich will das dann erst richtig bekannt geben, wenn wir halt wirklich auf dem Stand sind. So, den brauchen wir noch. Nein! Nimm ihn doch mit! So, Leafeon haben wir jetzt auf Level 2, sehr schön. Webseite, need help. Kosu, wenn du da Ahnung hast, sehr gerne. Der Fandumas ist, wie gesagt, der ist Programmierer, das heißt, der macht die Seite, also das, was quasi hinter der Webseite passiert. Ich sammle die ganzen Informationen für ihn zusammen. Und ich mache quasi die Bilder, suche ich raus, die Übersetzung mache ich. Aber wenn du Ahnung hast in Richtung Design, Webdesign, ey, let's go, schreib mich gerne an. Du bist Webentwickler? Ey, Fandumas, wie findest du das? Kosu hätte auch Bock drauf? Hey, Don Chaotix, moin, erklär ich dir gleich. Hey, Small, moin, moin. Gen 10 wäre nächstes Jahr zum 30. am besten. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, es würde ganz gut passen, ja.
So, wir leveln erstmal nicht weiter, weil ganz klassisch wie in Teamfight Tactics, also für Donkey Rooks, du kennst ja vielleicht aus League of Legends Teamfight Tactics, du kennst vielleicht aus Dota 2 und Warcraft, gab's glaube ich damals, Auto-Chess hieß es. Und das gibt es auf den chinesischen Servern von Pokémon Unite, gibt es ein Pokémon Auto-Chess oder ein Pokémon TFT. Das heißt, du hast quasi deine Pokémon, du hast einen Shop, der sich aktualisiert. Desto höher dein Level ist, desto besser und höherwertiger sind die Pokémon, die dir im Shop angeboten werden. Und wenn du dreimal dasselbe Pokémon hast, hier siehst du schon, der ist Stufe 2. Das heißt, ich habe hier stecken 3 Bisasams drin. Wenn ich jetzt noch einen Bisasam bekomme, dann habe ich 2 Bisaknosp. Und wenn ich dann nochmal 3 Bisasams habe, habe ich quasi einen Bisaflor. Also du wertest quasi die Sterne oder die Qualität deiner Monster auf, indem du mehr Karten davon hast, musst du Ausrüstungsgegenstände anlegen, damit die quasi noch stärker werden. Ich verstehe kein Wort. Das Level verstehe. Okay, dann musst du vielleicht einfach kurz zugucken, um das Spiel zu verstehen. Wenn du diese ganze Teamfight Tactics und Auto-Chess-Mechanik noch nicht kennst, dann musst du kurz zugucken und oh ja, der gefällt mir sogar besser erstmal als er. Ich brauche halt den Tank. Ja, obwohl, warte mal. So, wir bleiben erstmal so. So, wir brauchen Bisasam und Bautz. Ist gerade meine Meta, auf die ich gehen will. Okay, wir warten erstmal. Ich will nicht zu viel Geld ausgeben. Hey Puzzle, moin moin. Wo findet man das Game? Es geht momentan nur über den chinesischen Server vom Pokémon Unite. Das heißt, man muss da ein bisschen rumspielen, bis man es hinbekommen hat. Aber am 27.02. gibt es die Pokémon Direct. Da gibt es schon Ankündigungen, dass angeblich Pokémon Unite... Oh, Pflanze! Dass angeblich Pokémon Unite dann auch, so wie es in China ist, auch in Deutschland und global eingesetzt wird. Das heißt, es kann sein, dass dieses Tutorial, was ich plane, gar nicht nötig ist, weil ab dem 27. vielleicht das Spiel auch so in Deutschland verfügbar ist. Und Füßler Moin, ist das ein offizielles Pokémon-Game? Ja. Das ist direkt vom chinesischen Pokémon... Oh ja, okay, da ist unser Tank. Das ist direkt vom chinesischen Pokémon Unite Server. Genau. Hey Lea, einen wunderschönen guten Morgen. Es gibt hier in dem Spiel, Lea, übrigens auch Quajutsu. Ich weiß, dass du Quajutsu liebst. Okay, der ist halt... Carefree ist nicht gut anscheinend. Carefree ist AFK. Okay, aber dass wir gleich 2 Pflanzenchips haben, ist sehr, sehr geil. Wichtig ist halt, dass man ganz klassisch die Regeln des Gamings benutzt. Wie zum Beispiel, dass du in der Frontlane immer einen Tank hast, in der Backlane sind quasi AD Carries oder Zauberer. Und so baut sich das Spiel quasi auch auf, dass man taktisch klug, hier seht ihr schon, der hat hier ein Schild, das heißt, er ist der Tank. Er ist vom Typ Pflanze. Und hier seht ihr, ich habe jetzt die maximale Wertung von Pflanze. Falls ihr wissen wollt, was Pflanze macht, habe ich hier quasi dieses Cheat Sheet. Hier siehst du Pflanze 5-mal regeneriert 4% des Lebens alle 3 Sekunden. Du bekommst 5 Stacks von New Green, wenn ein Verbündeter stirbt. Das heißt, wenn der Kollege Schnürschuh hier stirbt, kriege ich hier 5. Und es geht bis zum Maximum von 180 und da kriegst du halt extrem gute Belohnungen. Deswegen haben viele Pflanzen nicht so richtig auf dem Schirm, weil sie denken, dass es zu schwach ist. Ich finde Pflanzen aber ehrlicherweise ziemlich stark. So, wir brauchen noch 3 Bisasams und noch ein paar Bouts. So, den Tank nehmen wir noch mit. Den auch. Da haben wir noch einen Bouts. Noch ein Bisasam. Sehr schön. Komm schon, mein Löwe, mein Bär. Brüll laut und deutlich. Noch ein Baut. Sehr schön. Komm schon. Noch ein Bouts. Boah, ich dachte gerade, ich habe es nicht gekauft. Okay, jetzt warten wir kurz. Weil auch klassisch bei TFT ist, du hast ja hier unten das Gold quasi und du hast sowas wie Zinsen. Das heißt, wenn du alle 10 Gold bekommst du Zinsen und für eine Winstreak ab, ich glaube, 3 bekommst du auch nochmal extra Zinsen. Das heißt, du optimierst deinen Gewinn, den du bekommst. Ich würde sagen, wir nehmen noch ein Tank-Item mit. Auf ihm wäre natürlich auch die Brille gut. Warte, wir nehmen... obwohl, wir brauchen unbedingt ein Tank-Item. Der Kollege braucht unbedingt ein bisschen... dass er ein bisschen länger überlebt. Nein! Egal, dann schmeiße ich einen davon weg. Wir haben halt nicht endlos viel Platz, das heißt, wir müssen ein bisschen mit haushalten. Aber wir haben halt gleich einen Bisa... Oh ja! Hier. Da seht ihr das schon. Jetzt brauche ich noch einen Bisasam schnell und dann können wir nämlich ganz entspannt leveln. Dann müssten wir den ersten Platz... Ja, easy.
Okay, jetzt haben wir Bisaflor und den Kollegen Schnürchen und damit müssten wir jetzt relativ sicher gewinnen. Wann kommt das Game zu uns? Wir müssen Smallhair, wir müssen den 27.02. erstmal abwarten, da ist der Pokémon Day. Und da müssen wir hoffen, dass der chinesische Standard quasi global angewendet wird. Das heißt, wir würden für unser Pokémon Unite ein großes Update bekommen, wo dann auch dieser Modus Teamfight Tactics drin ist. Deswegen ist meine große Hoffnung, dass am 27.02. beim Pokémon Day bekannt gegeben wird, dass das hier der Standard wird, weil das wäre geil. Monkey, bitte. Nein, Small Harry. Du bist Small Harry für mich. Vor allem, wir haben schon Maximum Pflanze. Also wir brauchen eigentlich... Boah, ja, wir haben halt zweimal die Pflanzenchips bekommen. Das ist Fluch und Segen, weil wir haben halt... Ja, wir brauchen die Pflanze, den Kollegen brauchen wir hier nicht. Aber es ist natürlich nicht so schlecht. Wir könnten ihn jetzt noch mit reinnehmen. Wir können natürlich auch was anderes mit reinnehmen. Weil bei ihm ist der Vorteil, dass er halt auch Kämpfer ist. Also, dass er das hier halt, also es gibt halt mehrere Vorteile. Du siehst hier Pflanze, das sind halt die ganzen Pflanzenpunkte und hier hast du quasi Kämpfer. Da ist Lucario, Proxy, der Kollege, Dragoran, das sind, und dann damit erhöhen sich die Werte hier. Und bei Kämpfer zum Beispiel ist das. Plus 10% Schaden, also plus 10% Attack Damage, ist halt schon geil. Noch eine, Evolution, ja. Ja, wir können Felinara mitnehmen. Wir könnten noch ein Feli... Obwohl, ich finde Ciana auch sehr, sehr stark. Aber ich glaube, am ehesten wäre es jetzt gerade Felinara. So, wir gehen mal ein Level hoch. Dann packen wir erstmal ihn rein. Alter, okay. Löwe! So, wir müssen den hier auf jeden Fall bald entwickeln, weil der ist später unser Main-Tank, der Kotomi. Mir geht schon wieder besser, bin bereit, am Montag wieder Arbeit zu gehen. Das freut mich zu hören, Lea, das freut mich. Oh, und wie? Und das Frühstück der Champions. Ein schöner weißer Energy Drink. Au! Na, Fee ist halt schon sehr stark. Weil bei Feen ist es halt so, der beschwört, sobald du 2 Feen hast, beschwörst du ein Seilchen. Und das ist halt schon sehr, 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 sehr stark leider ab einem gewissen Punkt im Spiel. Gerade wenn er 3 Sterne bekommt. Komm schon. Ja, es wird nichts. Hey Manu, moin moin, was ist denn das Cooles? Das ist Pokémon TFT quasi. So, wir gucken mal. So, da haben wir eine Fee. Wir müssten noch eine Fee mehr mit reinnehmen. Ich denke, wir schmeißen den auch schon weg, weil... Obwohl, ich weiß halt nicht... Obwohl doch, jetzt haben wir 2 Evolis. Den braucht man nicht. Dann nehmen wir später noch eine weitere Fee mit rein. Wir könnten noch einen... Also, wir nehmen eine Fee mit und vielleicht einen Tank. Da müssten wir... Genau, da haben wir Pantimos. Ja. Ich denke, wir nehmen Pantimos mit oder Pixie. Pixie ist halt ein Heiler. Ist auch nicht verkehrt. Schön gepfiffen gerade. Ey, Puzzle, ich hoffe auch, dass sie es direkt veröffentlichen. Ja, aber ich liebe halt auch in League of Legends selber das Teamfight Tactics. So, Moment. Hier haben wir noch einen Tank-Gegenstand. Nehmen wir den mit. Geben den auch noch ihm, weil ganz klassisch wie bei TFT immer normal, vorne am besten, du buffst halt einen Tank und einen AD Carry oder halt jemanden oder einen AP Carry. Der halt den, obwohl, nee, den braucht man nicht. Glaciola haben wir da, aber ich denke, wir nehmen entweder Pixie mit oder Pantimos. Pantimos ist halt auch ein Tank, das kann halt schon gut sein, ja. Aber das Gute ist, wenn wir sterben, können wir uns Belohnungen durch den Pflanzentrade holen. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht schlecht, wenn unsere Pflanzen-Pokémon jetzt gerade noch ein bisschen sterben, weil wir sind jetzt schon in den Top 3. Wenn jetzt 2, 3 Pflanzen von uns sterben, ist es gar nicht verkehrt, weil dadurch bekommen wir quasi Punkte und bei 180 kriegen wir halt die richtig dicken Belohnungen, die sich echt lohnen. Kann man ein privates Spiel mit Freunden aufmachen? Ich denke ja. Also ja, du kannst Leute einladen, wie auch in Teamfight Tactics in League of Legends. Aber ich verstehe halt nicht, mein Chinesisch ist ein bisschen eingerostet. Da müsste man dann halt ein bisschen rumexperimentieren, wo man wie die Leute invited und mit denen gemeinsam dann zockt. Despotar ist sehr, sehr stark. Aber wir pushen jetzt erstmal auf das nächste Level. So. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, ob wir ein Pixie oder ein
Pixie nehmen wir mit. Okay, es ist Pixie geworden. So, hier seht ihr, der ist Heiler. Der mit der Attacke heilt der hiermit auch. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt. Ja, wir müssen jetzt halt gucken, wie weit wir kommen. Wir haben jetzt Fee, das heißt, wir kriegen sogar noch ein Seilchen. Da ist unser Seilchen, was wir gerade beschworen haben. Seins ist natürlich stärker, weil er auf reinen Feen geht. Aber wir gucken jetzt halt gerade, wie weit wir kommen mit unseren Pflanzen. Bei 180 bekommt man eigentlich mindestens 1 bis 2 Sterne Legend-Pokémon und Items oder 2. Ja. Kommt schon. Dieser Floor. Allein weg. Uns. Der Solarstrahl hat mir gar nicht geschmeckt. Hier seht ihr, das ist Heiler. Zeigt auf. Nein, wo ist denn das ein chinesisches Zeichen, Kollege? Wo ist denn das ein Chine? Also ein Herz, würde ich sagen, ist international für Heiler, oder? Im Gaming? Ich würde sagen, das ist immer der Heiler. So, oh ja. Oh ja, das ist auch ein sehr guter Tanking-Scheiß. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das lieber auf Pixie. Und wir geben Überreste auf ihn. Das erhöht die HP plus prozentuale HP-Regeneration. Ja, YouTube. Mir juckt es ein bisschen in den Finger, das Ding jetzt schon einzulösen, aber desto weiter du kommst, desto besser ist es halt. Also die 120 müssen wir mindestens abwarten. Aber mir juckt auch ein bisschen in den Fingern, da jetzt einfach aufzudrücken, um mir die Belohnung jetzt schon zu holen. Ja, der ist halt... Puh. Okay, der geht auf Darkness und Fee, also Unlicht Fee. Wir müssen halt unseren Tank entwickeln mal langsam. Wir brauchen halt noch unseren Tank, weil wir haben gerade keine gute Frontline. Dadurch kriegen wir natürlich sehr stark aufs Maul, weil der heilt sich halt ohne Ende, wie ihr seht. Der zieht sich halt wieder richtig hoch. Oh, obwohl, dieser Floor redet laut und deutlich. Ich höre dich nicht. Ah, komm schon. Ja, nee, das Ding haben wir verloren. Ist aber okay, wir müssten noch zweimal jetzt verlieren können und dann... Wir müssen erstmal unseren Tank jetzt holen. Wir müssen unseren Tank holen. Oh, jetzt müssen wir leider ein bisschen rollen, bis wir unseren Tank entwickeln können. Und natürlich gibt er ihn mir nicht. Es war so klar. Ja, da ist er. Hallo. Sehr schön. Watteschild nehmen wir mit. Damit müssen wir jetzt schon mal ein bisschen besser bedient sein. Ist der letzte Top 2? Ich bin aktuell Platz 2, er ist aktuell Platz 1. Ja, also er führt noch. Ja, guck. Komm, heile dich! Ja, das sieht doch schon ganz anders hier aus. Wenn wir jetzt auch Pixie Level 2 hätten, dann glaube ich, müssten wir... Ja, guck mal, jetzt macht die Backline, macht auch schön Damage, kann ein bisschen mehr Ruhe zum Angreifen. Dein Tank ist tot, jetzt müssten wir das Ding eigentlich gewonnen haben. Wenn wir jetzt auch Pixie auf Stufe 2 entwickeln, dann haben wir auf jeden Fall ganz locker gewonnen. So, okay. Wir haben 180, Leute. Bitte was Gutes. Bitte Pixie. Gengar Stufe 2. Okay. So, Offensivweste. Ja, was macht der Gegenstand? Der Fokusgurt. Wo ist er? 45, okay, es ist auch... Na, komm, gehen wir ihm erstmal. Das ist halt das Problem, dass das Spiel auf Chinesisch ist. Ich musste einmal ein bisschen rumspielen, bis ich gefunden habe, was ich so... Ja, guck mal jetzt. Allein die Offensivweste, die rettet uns gerade halt. Ihr könnt nicht vorbei! Flieht, ihr Narren! Easy! Gengar verkaufe, ich glaube, wir haben das Ding jetzt eh schon gewonnen. Ja, aber Gengar, ja, hast recht. Wir können ja vielleicht sogar noch hochleveln, weil dann könnten wir unseren Tank sogar noch final komplett hochbuffen. Oh. So, hier sind auch mal empfohlene Gegenstände. Wir nehmen mal... So, wir geben das weiter und geben ihm dafür die Krone. Hey, Römer, guten Morgen. Ja, wir müssten das Ding jetzt gewonnen haben. Deswegen kann ich ja gucken, ob wir noch Felinara hochleveln können. Ja, natürlich nicht. Doch, ja! Ah, wir haben sogar Felinara auf Stufe 2 bekommen. Felinara hat im letzten Update in China sogar noch einen Buff bekommen für die Attacke. Ah, guckt euch das an. Guckt euch das an!
wie sie schmelzen, die Gegners. Komm schon. Ja, der Tank, guck mal. Mein Tank, der heilt halt so gegen den Damage, den die machen. Hier, guckt euch das mal an. Die heilen alle. Ja, das ist Pflanze gewesen, Leute. Das ist eine schöne Pflanzenkombination. Wenn ich nicht diese 2 Pflanzen-Chips bekommen hätte, hätten wir Pixie nicht mitgenommen, sondern hätten das andere Pflanzen-Pokémon mitgenommen. Aber wie ihr seht, wir hatten 1 und 2 Pflanzenchips. Wir hatten jetzt insgesamt 6 Pflanze, 2-mal Fee, 2-mal Evoli und 2-mal, ja, Damage. Spezialangriff, keine Ahnung, was das Symbol heißt. Aber erster Platz gewonnen mit der Teamcom. Sehr schön.